Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es nicht um meine Schleifklötze, die ich mache, sondern um den zweiten Teil der Garderobe. Wir machen weiter mit dem Unterschrank und dem oberen Hutablageelement. Seid gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, ich verlinke ihn nach dem Intro oben rechts. Viel Spaß beim Anschauen. Jo, den Hochschrank haben wir jetzt gemacht, das heißt, die Teile sind alle gerichtet mit den Böden und dem unteren Boden. Diese eine Mittelseite ist gleich lang wie die hier und jetzt gehen wir dran, den und den Teil zu bauen. Ich habe jetzt schon mal die Seitenteile zugeschnitten, die Böden alle mit der gleichen Sägeeinstellung gesägt, dann sind die auch alle gleich lang. Jetzt brauche ich den Mittelboden noch. Da habe ich jetzt kein Maß, aber das ist ganz einfach, das zu bekommen. Ich habe hier den Sockel, mache hier eine Linie, markiere mir meinen unteren Boden, markiere mir den oberen Boden und jetzt kann ich hier schnell die Länge von der Mittelseite ausmessen. 8. Ich mache das immer gerne auf dem Originalwerkstück. Schnell mal einen Brettriss und dann habe ich das Maß auch exakt, wie ich es brauche. Ja. So, jetzt haben wir alles fertig geschnitten. Die zwei unteren Böden sind natürlich kürzer, weil die Seiten durchgehen. Das sind die Seiten. Das ist der Sockel, der geht bis außen durch. Hier sehen wir den linken Schrank mit den zwei Böden, auch wieder die Seiten, um die Seiten kürzer. Sockel geht durch, hier ist das Fach. Und das hier sind die Seitenteile, die 4 und hier die Mittelseite. Das oben mache ich dann später. Also gehen wir ans Werk, machen hier wieder den Sockel fest, die Ausschnitte rein und die Loch rein. Auf der Rückseite der Teile mache ich das Schreinerdreieck drauf. Das zeigt mir immer an, wie die Teile zusammengehören. Hier seht ihr das Schreinerdreieck. Die Innenseite des Dreiecks ist immer die Innenseite vom Schrank. So lege ich die Teile jetzt auseinander und weiß genau später beim Verleimen oder beim Fräsen, wie die Teile später zusammengehören. Mit dem Sockel kann ich ganz einfach die Teile anreißen. Das heißt, ich nehme den Original-Sockel, lege den auf die Seite drauf, zeichne den Sockel an, klappe wieder den Sockel um, mache eine zweite Linie und schon habe ich den Unterboden angerissen, ohne lästiges Messen. Im nächsten Schritt zeichne ich den Rücksprung vom Sockel an und auch zugleich die Fußbodenleiste auf der Rückseite vom Schrank. Hier zeichne ich jetzt die Fräsverbindungen für die Seitenteile an. Ich mache das immer im Stapel, das heißt alle Seiten aufeinander gelegt, hier geguckt, ob die im Winkel sind. Und jetzt kann ich hier mit einmal anreißen, hier den ganzen Stapel in einem Aufwasch durch anreißen. Das ist viel einfacher, wie das alles immer einzeln zu tun. So. Das gleiche wird mir hier jetzt nicht gelingen, weil ich hier ja von unten hier rein muss. Da werde ich jetzt einfach die Seite hier aufstellen und die Bindungen so übertragen. So.
Hier muss man natürlich aufpassen. Es ist immer ganz wichtig, die Winkelzeichen dran zu haben, dass man hier vorne und hinten nicht verwechselt. Wie ich das jetzt hier gemacht habe und dass ich nochmal drauf geschaut habe. Hier ist das Winkelzeichen. Ja, filmen und arbeiten ist nicht immer so einfach. So, und jetzt habe ich hier das Winkelzeichen hier. Hier haben wir dasselbe Bauteil für den zweiten Schrank. Ja, jetzt muss ich das hier aber drehen für diese Seite. Das ist hinten, vorne. So, jetzt habe ich hier vorne ja diese Markierung, ich muss aber in der Fläche hier rein. Das heißt, ich lege jetzt so an, kann hier auf den Strich schauen. Bei mir ist es jetzt hier ein bisschen zu wackelig, das heißt, ich mache mir hier diesen Auflagewinkel ran. Dann ist es viel einfacher zum Fräsen. Und das Loch ist auch exakt drin. Heute vertone ich zusätzlich mit Headset. Natürlich hat es einen anderen Sound, wie wenn ich direkt beim Filmen mit aufnehme. Das ist ein anderes Umfeld. Ich hoffe, euch stört es nicht. Ich würde mich über einen Kommentar freuen, ob ihr es hilfreich findet. Oder dann doch lieber mit weniger Gequatsche im Video. Das kann ich auch verstehen. Wenn was unklar ist, schreibt es mir einfach in die Kommentare rein. Ich versuche alle Fragen zu beantworten. Wichtig, wenn ihr solche Abschnitte macht an der Säge, stellt diesen Abstand nie mit dem Seitenanschlag ein, also so. Und macht den Abschnitt, weil diese kleinen Abschnitte, die wird es euch hier zwischen Sägeblatt und Anschlag verkeilen und dann gibt es einen Rückschlag. Also niemals hier sowas tun, sondern immer den Seitenanschlag wegmachen und dann mit dem Kappanschlag arbeiten. So, jetzt zeichne ich noch die Bohrgruppen an für die Lochreihen. Ich lege jetzt wieder alles zusammen. Das ist die Mittelseite, das sind die Schrankteile. Ich reiße das hier durch. Drehe das Ganze um. Das gleiche auf der Seite. So, die Mittelseite ist zurückgesetzt. So. Hier brauchen wir beidseitig Loch rein. Ich würde das hier mit meiner Bohrlehre machen. Das heißt, die kann ich hier so anlegen. Jetzt werde ich hier nachher diese Lochgruppen reinbohren. Ich muss das jetzt nicht durchgehend machen, weil unten kann man eh keinen Fachboden reinmachen, kommen Schuhe rein. Da reicht es vollkommen, so partiell zu bohren und keinen so einen Schweizer Käse zu machen.
Ich verwende den normalen Dübelbohrer für meine Schablone. Den stecke ich ein bisschen tiefer ein. Dann immer auf Anschlag, ist zu wenig. Aus. So. Ich kann jetzt hier die Mitte ausrichten. Mache die Bohrlehre hier jetzt so fest. Jetzt kann ich die Löcher abbohren. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen umgeplant, und zwar habe ich den oberen Boden weggenommen. Da mache ich direkt die Platte drauf. Mache jetzt nur den unteren rein, das wird mir alles zu schwer. Ganz einfach geht es mit dem Übertragen von der Mittelseite. Ich messe die lichten Abstände rein, mache den einen Riss hier rechts, klappe das Ganze um, da habe ich das alles im rechten Winkel, mache den Gegenriss, den mache ich aber nur, dass ich weiß, wo ich richtig reinfräse. Und jetzt übertrage ich wieder die Fräsungen hier auf die Platte. Jetzt weiß ich genau, ich muss hier reinfräsen. Ohne Messen kann ich jetzt die Mittelseite nach oben auf die Platte übertragen. Ich stelle die hier auf. Ich habe hier rechts und links meine Seitenwände. Kann ich hier die Mittelseite übertragen. Nach dem Fräsen habe ich alle Teile geschliffen, und zwar zuerst mit Korn 100, dann mit Korn 120 und dann nochmal mit Korn 150. Anschließend wurden die Klebestellen mit Krepppapier abgeklebt, damit kein Öl reinfließt. Und dann habe ich das Ganze zweimal geölt, und jetzt könnt ihr sehen, wie ich den ganzen Schrank verleime. Hier könnt ihr jetzt die Schrankseite vom Hochschrank sehen.
Und zwar im oberen Bereich, da soll noch eine Hutablage drankommen und die Garderobenhaken werden da befestigt. Das heißt, jetzt gehen wir an dieses obere Querteil. Den Domino-Verbinder unten und die zwei Löcher oben habe ich als Montagehilfe eingebaut. Das heißt, wenn ich das obere Hutteil montiere, kann ich das in die Löcher stecken und mit dem Domino gleich mal anziehen, sodass ich hier die Teile komplett verbunden habe und dann ist es viel, viel einfacher zu montieren. Hier seht ihr, wie ich die Kleiderstangen befestige und im nächsten Video gehen wir dann auf den Seitenschrank und das Verleimen vom Hochschrank ein. Hier könnt ihr jetzt die Abdeckplatte der Garderobe von oben sehen. An dieser Stelle fräse ich einen Rückwandfalz rein, sodass ich die Hutablage mit der Abdeckplatte an der Stelle verbinden kann. Das gibt dem Ganzen Stabilität. Ja, wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen, konntet das eine oder andere für euch mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Ich versuche, die zu beantworten, sodass keine Frage offen bleibt. In diesem Sinne, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!